Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Haufe X360 Academy. Ich bin der virtuelle Avatar von Ariane bei S&S Software Partner. In den letzten Folgen ging es vor allem darum, wie du dich in Haufe X360 orientierst. Heute schauen wir uns etwas an, das im Alltag ziemlich schnell unverzichtbar wird: die Suchfunktion. Denn, ganz ehrlich, gerade am Anfang klickt man sich gerne erstmal einmal quer durchs System. Und das ist völlig normal. Mit der Suche findest du dich aber deutlich schneller zurecht. Wir sehen uns heute an, wie du Menüpunkte, Datensätze und Vorgänge schneller findest, wie Suchergebnisse aufgebaut sind und wie du direkt aus der Suche heraus weiterarbeiten kannst. Dann starten wir direkt oben in der Kopfzeile mit dem wahrscheinlich meistgenutzten Feld in ganz Haufe X360. Hier oben befindet sich die globale Suche. Über dieses Feld kannst du systemweit nach Informationen suchen. Dazu gehören zum Beispiel Kunden, Lieferanten, Artikel, Belege oder auch Menüpunkte. Und wenn man mal vergessen hat, wo genau sich eine Funktion versteckt, was gerade am Anfang definitiv passiert, dann hilft die Suche meistens deutlich schneller als langes Herumklicken durch die Arbeitsbereiche. Das Praktische dabei ist, die Suche funktioniert unabhängig davon, wo du dich gerade im System befindest. Du musst also nicht zuerst in den richtigen Fachbereich wechseln. Schauen wir uns das einmal an einem Menüpunkt an. Hier wurde ein Begriff eingegeben, der zu einer Funktion im System gehört. Bereits während der Eingabe schlägt Haufe X360 passende Ergebnisse vor. Du siehst dabei nicht nur den Namen des Menüpunktes, sondern häufig auch direkt den zugehörigen Fachbereich. Das macht die Orientierung deutlich einfacher. Gerade neue Benutzer kennen oft schon den Namen einer Funktion, wissen aber noch nicht genau, wo sie im Menü liegt. Und genau dafür ist diese Suche extrem hilfreich. Die globale Suche funktioniert natürlich nicht nur für Funktionen, sondern auch für Geschäftsdaten. Hier sehen wir eine Suche nach einem konkreten Datensatz. Das kann zum Beispiel ein Kunde, ein Auftrag, eine Rechnung oder ein Artikel sein. Während der Eingabe erscheinen passende Treffer mit zusätzlichen Informationen. Dadurch kannst du schneller erkennen, welcher Eintrag der richtige ist. Im Alltag spart das oft überraschend viel Zeit. Statt erst eine Abfrage zu öffnen und dort erneut zu suchen, springst du direkt aus der globalen Suche zum gewünschten Datensatz. Und ja, wenn man später im Tagesgeschäft arbeitet, wird die Suche ziemlich schnell zu einem der liebsten Werkzeuge im ganzen System. Je nach Suchbegriff können natürlich auch mehrere Treffer erscheinen. Hier sehen wir eine typische Trefferliste. Besonders hilfreich ist dabei der zusätzliche Kontext innerhalb der Ergebnisse. Du erkennst zum Beispiel, um welche Art von Objekt es sich handelt oder zu welchem Bereich der Treffer gehört. Das hilft vor allem dann, wenn ähnliche Begriffe mehrfach im System vorkommen. Wichtig ist außerdem, die Suche liefert nicht immer nur exakte Treffer. Häufig reichen bereits Teile eines Begriffs oder eine Nummer aus, damit passende Ergebnisse vorgeschlagen werden. Wenn du einen Treffer auswählst, öffnet sich direkt der entsprechende Datensatz oder die gewünschte Funktion. Hier springen wir direkt aus der Suche in einen geöffneten Datensatz. Genau das macht die globale Suche im Alltag so angenehm. Viele Wege im System werden dadurch deutlich kürzer. Gerade am Anfang gibt das auch etwas Sicherheit, weil man nicht jedes Ziel erst mühsam über die Navigation finden muss. Neben der globalen Suche gibt es noch einen zweiten typischen Suchweg direkt innerhalb von Abfragen und Listenansichten. Hier befinden wir uns innerhalb einer Abfrage. Auch dort stehen Such- und Eingabefelder zur Verfügung, um Ergebnisse gezielt einzugrenzen. Der Unterschied ist wichtig. Die globale Suche durchsucht systemweit unterschiedliche Bereiche. Die Suche innerhalb einer Abfrage bezieht sich dagegen nur auf die aktuell geöffnete Datenansicht. Das ist besonders praktisch, wenn du bereits im richtigen Bereich arbeitest und dort nur noch bestimmte Informationen schneller finden möchtest. Gerade bei größeren Datenmengen wird das schnell unverzichtbar. Ein weiterer häufiger Suchweg funktioniert über Nummern oder eindeutige Kennzeichen.
Viele Vorgänge in Haufe X360 besitzen eindeutige Nummern, zum Beispiel Auftragsnummern, Rechnungsnummern oder Kundennummern. Wenn dir diese Nummer bekannt ist, kommst du häufig besonders schnell direkt zum gewünschten Datensatz. Und keine Sorge, du musst meistens nicht einmal die komplette Nummer auswendig kennen. Oft reichen schon einzelne Teile aus, damit passende Treffer vorgeschlagen werden. Damit hast du jetzt einen guten Überblick über die wichtigsten Suchfunktionen in Haufe X360. Du hast gesehen, wie die globale Suche funktioniert, wie du Menüpunkte und Datensätze findest, wie Trefferlisten aufgebaut sind und wie du direkt aus Suchergebnissen weiterarbeiten kannst. Probier die gezeigten Suchfunktionen am besten direkt einmal in deiner eigenen Umgebung aus. Im nächsten Teil schauen wir uns dann an, wie du Ergebnisse filtern und sortieren kannst. Denn spätestens, wenn die Listen größer werden, freut man sich ziemlich schnell über genau diese Funktionen. Und keine Sorge, mit ein bisschen Übung findet man sich in Haufe X360 ziemlich schnell zurecht. Und wenn beim Ausprobieren Fragen auftauchen, schau gerne in unserem Haufe X360 Forum vorbei. Im Forum kannst du dich mit anderen Nutzern austauschen, Diskussionen starten und erhältst bei vielen Fragen auch Unterstützung von unserem Team. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.